Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Praxisfolge. Unser Thema heute ist der Spider-Tick. Die Regius-Leute unter euch haben sicherlich schon davon gehört. Hier in meiner Hand ein wunderschöner Banana bzw. Coral Glow Pastel Spider. Also das ist nicht nur ein Spider, da steckt auch noch, wie gesagt, Banana und Pastell mit drin. Da kommen wir schon zum ersten Punkt von dem Spider-Tick, beziehungsweise nee, ich erkläre euch erstmal noch kurz den Spider-Tick. Also die Spider, alle Spider haben ein neurologisches Problem. Die haben manchmal Koordinationsstörungen, sie bewegen sich ein bisschen komisch. Das kann ganz leicht sein. Wenn ihr jetzt den mal anguckt, der Kopf, der ist nicht ganz gerade, der ist so gleich wegen nach rechts gebogen. Das sieht man oft beim Spider oder bei dem jetzt auch. Ne? Also wenn der so mehr oder weniger geradeaus guckt, dann, ja, je nachdem, mehr oder weniger, kann er schon so einen kleinen Knick in der Kopfhaltung haben, ne? Egal rechts, links. Das ist so ein minimales Anzeichen. Viel extremer ist, wenn ich den gleich wegen stresse und drehe, dann kann es sein, dass der Kopf sich unkontrolliert bewegt. Wir haben schon mal in einer älteren Folge, vielleicht können wir hier ein paar Bilder einblenden, von einem Tier Aufnahme gemacht, das viel extremer hatte. Das Problem ist, oder der Spider-Tick insgesamt hat auch ein bisschen mit Stress zu tun. Wir haben jetzt hier unsere Tiere durchgeschaut, überall wo Spider drin steckt. Es ist schwer, wenn man es braucht, ein Tier zu finden, das diese Symptome ganz extrem zeigt, also dieses ganz extreme Kopfwackeln. Deswegen hier mal ein anderes Tier eingeblendet, wo er es vielleicht ein bisschen besser sieht. Das ist so die extremste Ausprägung von diesem Spider-Tick. Wie gesagt, leichtere Ausprägungen sind, dass man, wenn man sie dreht, dass sie sich nicht ganz so schnell und perfekt umdrehen wie ein normaler Königspython. Eine andere Ausprägung kann sein, dass so ein leichtes Zittern vom Kopf, also man sieht es jetzt vielleicht bei dem Tier auch ein bisschen, ich meine, das kann auch ein bisschen von meiner Hand noch sein, aber die haben oft wegen so ein Kopfwackeln, Kopfzittern. Wie gesagt, alles ein Problem im Gehirn sozusagen, dass das Gleichgewichtssystem irgendwie nicht perfekt ist, nicht stimmt. Dieser Fehler ist angeboren, dieser Fehler steckt in jedem Spider drin. Dieser Fehler scheint den Spidern nicht allzu viel auszumachen. Also die Spider und Spider-Kombos sind alles problemlose Tiere, sind super Fresser, lassen sich super züchten, aber vererben dieses Problem oder diesen Gendefekt leider immer weiter. Muss jeder für sich entscheiden, ob er das mag oder nicht mag, beziehungsweise es gibt schon Leute, die sagen, das wären Qualzuchten. Also mit Qualzucht wäre ich sehr vorsichtig. Wie gesagt, wenn man sich anguckt, wie gut Spider fressen, wie gut sie züchten, so schlecht kann es denen eigentlich nicht gehen. Wir wissen alle, ein Königspython, der sich nicht wohlfühlt, der frisst schlecht oder so. Beim Spider ist oft sogar gerade das Gegenteil der Fall. Wie gesagt, sind super Fresser. Ich möchte jetzt hier aber auch keine Werbung für die Spider machen. Ich sage einfach meine Erfahrung, die ich mit den Tieren habe. Ein wichtiger Punkt ist, deswegen habe ich jetzt auch hier keinen Spider in der Hand, sondern eine Spider-Combo. Überall, wo der Spider drin steckt, ihr könnt 20 andere Kombos mit reinmischen. Pastell, Banana, Mojave, Albino, Piebald, was weiß ich. Sobald das Wörtchen Spider in dem Namen drin ist, beziehungsweise sobald das Gen in dem Tier drin ist, hat der Spider das Wobbeln. Ja, es gibt Leute im Internet, die sagen, ach, meine Spider haben das nicht. Völliger Quatsch. Ich meine, ich könnte jetzt von dem Tier hier auch mehr oder weniger sagen, der hat es nicht, weil man sieht jetzt hier nichts großartig. In jedem Spider steckt das Wobbeln drin oder dieser Spider-Tick mit drin. Ne? Also Wobbeln, Spider-Tick, so, das sind so die zwei umgangssprachlich gebräuchlichen Ausdrücke. Man kann es nicht rauszüchten, beziehungsweise ihr könnt es rauszüchten, indem ihr einfach den Spider rauszüchtet. Ne? Spider ist kodominant, also die Hälfte der Babys, wenn ich jetzt mit dem Tier züchte, die Hälfte der Baby ist Spider drin, in der anderen Hälfte ist kein Spider drin. In der Hälfte, wo kein Spider drin ist, habe ich kein Wobbeln mehr. Ne? Da habe ich sozusagen rausgezüchtet. Aber ich habe auch die Spider-Farbe rausgezüchtet. Habe ich die Spider-Farbe drin, habe ich das Wobbeln mit drin. Das lässt sich nicht voneinander trennen, diese zwei Sachen, die Farbe und das Wobbeln. Ne?
Also seid euch bewusst, wenn ihr einen Spider habt, wenn ihr einen Spider kauft, habt ihr das Wobbeln drin. Wie vorher habe ich es, glaube ich, gleich schon angesprochen, die Ausprägung von dem Wobbeln, die kann unterschiedlich stark sein. Von, wie wir jetzt hier sehen, fast gar nicht zu bemerken, bis, wie gesagt, ganz extrem. Ein bisschen hat es auch mit Stress zu tun. Habe ich ein Tier, das fast nicht wobbelt, also ihr geht zu einem Terrarianer, zu einem Züchter, zu uns, was auch immer, nehmt ein Tier mit und denkt, ah, der wobbelt ja gar nicht, super, den nehme ich mit, transportiert den, dann hat er ein wenig Stress, dann hat er das neue Terrarium, hat den Transportstress, plötzlich fängt er das Wobbeln an. Ja. Hat, wie gesagt, bisschen mit dem Stress zu tun. Oder in der Paarungszeit, ne, ihr habt ein Tier, auch alles völlig okay, völlig gut. Ihr fangt mit Paaren an, plötzlich fängt er das Wobbeln an, weil er halt Stress durchs Paaren hat. Oder durchs Füttern zum Beispiel. Ne? Ihr füttert die Tiere, also gerade nach dem Füttern kann man es oft extrem beobachten. Das Füttern ist ja auch ein gewisser Stress. Das unterstützt das Ganze natürlich ungemein. Das ist soweit alles, was ich zu diesem Spider-Tick weiß. Es ist auch relativ einmalig zumindest in der Königspython, aber ich würde fast mal behaupten, ja, es gibt bei den Leopardgeckos, beim Enigma hat man sowas Ähnliches, aber ansonsten ist das relativ einmalig in der Schlangenzucht. Bei den Königspythons, wie gesagt, hat es in dem Sinne nur der Spider. Das Wobbeln an sich, es gibt noch 2, 3 andere Defekte, die haben wir auch schon mal angesprochen, aber das würde jetzt zu weit führen. Also von dem her, der Spider-Tick ist relativ einmalig in der Terroristik. Muss jeder für sich selber entscheiden, will ich das nicht, züchte ich sowas, züchte ich es nicht. Die Entscheidung überlasse ich euch, gern dürft ihr es auch hier diskutieren auf der YouTube-Seite oder auf der Facebook-Seite. Aber soweit von mir die Informationen, was ich über Spider und das Wobbling weiß.